Hey und herzlich willkommen wieder zurück bei mir auf dem Kochkanal. Heute gibt's Chili con Carne vegan mit einem selbstgebackenen, 100%igen Sauerteig, Roggen, Vollkornbrot. Hier brauchen wir das Chili con Carne erstmal 2 Zwiebeln in feine Würfel geschnitten. Zack, und da sind auch schon die Zwiebeln. Dazu brauchen wir natürlich auch noch Knoblauch. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich mache kleine Videos, auch manchmal längere mit Erklärungen, Tricks und Rezepturen, die mir besonders schmecken. Natürlich brauchen wir fürs Chili auch Knoblauch, Chili, da geht es leider nicht so schnell wie bei den Zwiebeln. Und ich tue anstatt Mais Karotten rein. Warum? Weil ich kein Mais daheim habe. Ich nehme 2 verschiedene Bohnen her, die müsst ihr vorher auch noch waschen. Seht ihr, gewaschen. Und natürlich Tomaten. Kräuter wie Zimt, Koriander und Kreuzkümmel. Jedoch, weil keiner wirklich weiß, wo Chili con Carne herkommt, variieren die Kräuter je nach Region. Zunächst einmal die Zwiebeln mit dem Knoblauch und mit dem Chili anschwitzen bzw. andünsten, nicht braten, schön Zeit lassen dem Ganzen. Zack, ich habe Zeit gelassen, die sind fertig. Dann packen wir die Gewürze mit rein, auch nochmal mitrösten, ganz wichtig, dass sich die Aromen auch entfalten. Ich nehme noch zusätzlich veganes Hackfleisch her, anstatt dem normalen Hackfleisch, weil ich einfach keine mehr traue. Mein veganes Hackfleisch besteht aus Sojaprotein. Mit den Tomaten wird das Ganze jetzt ca. 30 Minuten lang vor sich hin köcheln. Danach packen wir noch die Karotten mit rein. Und die Bohnen für insgesamt 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie bissfest du die Karotten haben möchtest. Am Ende nochmal abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Vergisst nicht, meinen Channel zu liken und vielleicht sogar ein Abo dazu lassen. Also Daumen hoch. Und serviert das Ganze, wie schon gesagt, mit frischem, selbstgebackenem, 100%igen Roggen Sauerteigbrot. Also, schönen Abend euch noch, genießt es beim Nachkochen, schmeckt mega.